Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit der mit der Intense Festival 2022 Endshow vom Samstag oder Saturday. Bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Muss ja wirklich sagen, Intense, das Aftermovie fand ich ja schon sehr geil. Komisches Bühnenbild. Äh, Was war denn das? 2024, glaube ich? Boah, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich bin so viel am Reacten zur Zeit, das macht so Bock. Ähm, ja, bin gespannt, was wir hier für ein Bühnenbild haben. Hab mir da noch nichts angeschaut oder angehört. Meistens skippe ich ja schon mal ein bisschen durch. Aber muss wirklich sagen, gerade bei den Hardstyle-Festival-Sachen, also Endshows, Gatherings, Aftermovies und, skippe ich gar nicht durch, sondern lass mich einfach, jeder einfach so rein. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das Ding kann. Wir gehen rein. 2022 Intense. Let's. Oh. Geil. So, sorry, hier an der Stelle schon mal, ne? Diese Reaction und kann auch sein, dass viele der nächsten Reactions, dass ich wieder am Husten bin und sowas, werd halt wieder krank. Ne? Aber ich will mir das nicht entgehen lassen. Weil ich will halt nicht stoppen mit den Reactions. Bis jetzt bin ich gut im Soll, sag ich mal, mit jeden Tag Reactions. Deswegen, da an der Stelle tut es mir schon mal leid, falls ein bisschen viel gehustet wird oder was auch immer. Aber, jetzt zurück, ich finde das mega geil. Dieses, also Intense ist ja wirklich, was ich bis jetzt gesehen habe, und das waren also bis jetzt nur 2 Sachen, aber wenn du so dieses Bühnenbild siehst, weißt du nicht, was für eine Art Festival du vor dir hast. Weil das ist so irgendwie anders. Also so richtig weird schon fast. Weil du da nicht drauf klarkommst, dass sowas gezeigt wird. Wie zum Beispiel so diese alten Spiele und so. Pac-Man und so. Game over. Insert coin. Insert coin. Insert coin. Yo, Alter. Wie wahnsinnig ist das? Also bei Real Talk aus solchen Sounds, muss man ja schon sagen, Sounds, hat ja nichts viel mit Melodie oder so zu tun. Aus solchen Sounds sowas Geiles rauszuholen? Junge, also das ist schon eine krasse Idee. Finish him! Also da kriegst du schon mal was für dein Geld, ne? Also bis jetzt ist immer noch so, okay, gut, es könnte in die Richtung Hardstyle gehen. So, wir sind 2 Minuten drin. Klar, ne? Es ist dieser harte Shit vom Hardstyle, okay. Es wird Hardstyle sein.
So, das hast du im Kopf, aber Real Talk, du bist noch nicht wirklich so. Also klar, eigentlich bist du dir hundertprozentig sicher, aber ne? Mit diesem Bühnenbild und so, da bist du immer noch so, vielleicht ist aber auch einfach was anderes und das ist so dieses, so ein Themenfestival. Ne, eine Stunde dies, eine Stunde das oder immer so im Wechsel. Aber bisher ist es das crazy gemacht, also das ist wieder verrückt. Esteemed players of Intense Festival, we are on the verge of playing our final level, the end game. Are you ready to rise to the top of the leaderboard? Then get ready to play. Press start. And step into the game. Boah, Junge. Ich weiß nicht warum, ne? Aber diese Lichter, ne? Die so runterswipen, diese gelben, die kommen so geil mit dem Beat. Die kommen wirklich so fucking geil. Und da muss ich auch wieder sagen, natürlich ist es eine Riesenbühne, aber dadurch, dass sie so abgekapert ist, also so richtig abgegrenzt ist, hat man das Gefühl, dass viel, viel mehr Licht so in diesen Raum reinscheint. Was so irgendwie übertriebener rüberkommt. Was aber voll geil ist. Im Gegensatz zu jetzt anderen Festivals, die ich bis jetzt gesehen habe, ne? Also ist schon Wahnsinn. Also es sieht mega übertrieben aus, was da passiert. Obwohl man ja weiß, okay, wenn man sich jetzt ne, die ganzen anderen größeren Festivals anguckt, dass sie gleich viel, wenn nicht sogar mehr mit Licht und Feuerwerk spielen. Wow. Boah, ich liebe sowas, ja, ne? Ich liebe sowas, wenn du so ein richtig geile Übergänge hinkriegst. Ob das jetzt videotechnisch ist oder hier in der Bühne, dass dieser Gesang anfängt und alles lila wird. Ey, das sieht so geil aus. Ich muss aber wirklich sagen, Intense ist für mich halt immer noch, es ist immer noch weird, sich die Bühne dazu anzugucken. Klar, du hast damit richtig geile, kannst eine richtig geile Story mit aufbauen, wie zum Beispiel hier, ne? In den ersten 2 Minuten hast du so dieses Game-Ding, ne? Diese Oldschool-Games. Aber dazu dann immer diesen Übergang oder auch, ja, diesen Übergang zu finden zu dann Hardstyle und so, finde ich verdammt schwierig. Weil du damit ja irgendwo musst du ja einfach so einen richtigen Cut setzen, wo es dann anders hergeht. Versteht man, was ich meine? Weil zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Defcon. Defcon hast du immer ein Bühnenbild, was richtig perfekt zu dieser Musik halt passt. Es ist so dieses verrückte, gleichzeitig epische mit den Bühnenbildern. Wenn wir zum Beispiel den Phönix nehmen, wenn wir zum Beispiel die 5 Götter, sage ich jetzt mal, nehmen. Ne, es hat so dieses krasse epische, aber es ist auch dieses Raw. Hier bei Intense, oder was ich bis jetzt gesehen habe von Intense, ist es halt so immer dieses bisschen, ja, Verspielte. Du hast dieses Verspielte da, finde ich verrückt. Finde ich halt Real Talk verrückt. Man könnte auch denken, also wenn man die Musik nicht hören würde, könnte man denken, okay, es ist normales EDM und vielleicht sogar fast EDM in Richtung für Jüngere. Artstyle ist natürlich für jeden, genauso wie Musik für jeden sein sollte. Aber ich finde das immer noch crazy, so dieser Kontrast davon.
Das ist so geil gemacht, ey. I'll never run away from the danger. I'm always down to show you what I'm made of. Insert coin, press start. I'ma give it all I got. This is a game of survival. Gotta get a high score, go another round. Keep standing up to our rivals. We gon' level up, never let 'em bring me down. Gotta get a high score. Gotta get a high score. Wow, ey. This is a game of survival. We gon' level up, never let 'em bring me down. Lichtertechnisch sind die halt. Wie gesagt, lichttechnisch kommt das so krass rüber. So, ich will nicht sagen, dass es geiler ist als vieles andere, aber es kommt schon. Also, es ist wirklich mit auf einer Stelle mit diesen ganzen großen. Also, ich weiß nicht, wie riesig Intense ist, muss ich ehrlich sagen. Aber es kommt halt wirklich auf eine verdammt gute Position, wie stark halt diese Bühnenperformance ist. Es ist so krass, wie diese Laser, wie geil die zu den Sets halt eingerichtet sind. This is a game of survival, game of survival, game of survival. Keep standing up to our rivals, up to our rivals, up to our rivals. On top of the chart, a new break of dawn. As we press start, the pressure is on. Intense high score. Junge. Ey, ich bin so riesen Fan von diesem Shit, ne? Muss ehrlich sagen, also Real Talk, Intense bräuchte noch nicht mal so viel Feuerwerk. Klar, es ist verdammt geil, müssen wir nicht drüber reden, aber sie bräuchten es eigentlich gar nicht. So, alleine diese Lichtershow plus dieses Gaming-Shit, also für diese Endshow jetzt, ne? Bräuchtest du das eigentlich nicht. Weil du bist eigentlich schon so geflasht und auch fast so konzentriert von diesen ganzen Lichtern, die dir ins Gesicht ballern. Aber ab und zu dann dieses Feuerwerk kommt dann doch schon geil. So wie hier zum Beispiel. Und gerade dieses. Top of the chart, a new break of dawn. As we press start, the pressure is on. Das finde ich jetzt so geil. Dieses kranke Übertreiben, was jetzt gleich passiert. Jetzt. Alles fliegt normal hoch. Und jetzt. So geil. This is a game of survival, game of survival, game of survival. Keep standing up to our rivals, up to our rivals, up to our rivals. On top of the chart, a new break of dawn. As we press start, the pressure is on. Intense high score. Ist auch ein geiler. Also Real Talk, das ist so ein geiler Track. Das ist so ein geiler Track, finde ich. Ja, was ein geiler Sound. Ich muss ehrlich sagen, diese lila Farbe. Ich dachte, ich bin immer so ein Rot, Schwarz. Und als Kind war meine Lieblingsfarbe blau.
dass das meine Lieblingsfarben sind. Aber lila holt mich in letzter Zeit immer mehr ab, ne? Also lila ist so eine geile Farbe auch. Warte mal, lila setzt sich sogar aus blau und rot zusammen, ne? Da haben wir es doch. Egal, weiter. Was ich bloß, ne, eben, was ich bloß ein bisschen komisch finde, ist diese Filme, die abgespielt, die Videos, die abgespielt werden. Weiß ich nicht, ist so ein bisschen komisch. Gerade auch, weil die so ein bisschen schräg hängen. Weiß ich nicht. Das ist so was ganz anderes. Eigentlich kennt man das ja, dass hier in der Mitte dann sowas projiziert wird oder hier und hier, dass man das wirklich krass sieht. Aber dadurch, dass das so schräg ist und so klein ist auch irgendwie ein bisschen was anderes. I'm not gonna sit here and tell you that life is gonna be rainbows and happy days. It's not gonna be that way. The road that you are about to walk is hard, but the hardest walks lead to the greatest destinations. The toughest climbs always lead to the best views. So keep that fire burning within you. Be brave, even when life doesn't go your way. You are born to stand out. You are Wow, Junge, ich habe so Gänsehaut. Ich liebe sowas ja, ne? So Motivationsreden und so. Ich finde das immer so geil, weil da so viel Wahrheit immer drin steckt. Und es halt auch verdammt gut tut, sowas zu hören, finde ich. Genauso wie er ja am Anfang gesagt hat, ne? Dieses, das Leben wird nicht immer schön und happy sein und. Und das ist es ja auch einfach. Und ich denke auch, also für mich persönlich ist es Schicksalsschläge, ne, Ängste vor irgendwas zu haben oder was auch immer, gehören einfach zum Leben mit dazu. Du musst diesen Weg weitergehen. Aber auch gleichzeitig sind das, so hart es klingt, Sachen oder Ereignisse im Leben, die dich als Menschen nochmal wieder daran erinnern, dass vieles endgültig oder vieles ein Ende haben kann. Plus, dass du halt, ja, diese schönen Sachen und so ein bisschen mehr appreciatest. Deswegen, ich finde das immer so geil und so, das kommt mir immer direkt in den Kopf geschossen. born to lead. Defeat is not in your creed. And no, it's not gonna be easy, but you are not alone. Now go and be that wolf. Lead the pack. This is still dedicated for my people, my pack. They thought they could stop us, now we take the power back. Take the power back. Take the power back. The power of the wolf pack. Warte mal, entweder haben wir einen Fehler gefunden, weil dieses Feuerwerk, sieht man das überhaupt? Ja. Dieses Feuerwerk hätte entweder noch nicht oben sein dürfen oder es hätte hier auch sein müssen. Ich liebe das so ein bisschen, dieses Analysiert, ne? Weil man muss ja wirklich sagen, es sieht so unfassbar geil aus, aber dass auch mal Fehler passieren, es war irgendwie komisch gesagt, aber ich finde es halt cool, halt auch zu sehen, dass nicht immer alles perfekt läuft. So, ne, dass es auch mal irgendwie eine Bühne brennt, wenn wir irgendwo sind, bei irgendeinem Festival sind oder irgendein Feuerwerk, was vielleicht nicht planmäßig hochgegangen ist oder so. Da denke ich mir immer so, okay, gut. Es ist nicht alles perfekt. Es gibt immer mal Ausfälle. Und irgendwie tut das auch gut, sowas zu sehen. Wahrscheinlich, wenn man ein anderer Mensch wäre, oder ein paar von euch denken sich so, Bro, es ist viel geiler, wenn alles so schnurstracks durchläuft. Aber weiß ich nicht, irgendwie, mich freut es immer, wenn so Kleinigkeiten halt mal irgendwie nicht ganz so perfekt funktionieren. Zeigt halt irgendwie so ein bisschen dieses Menschliche auch nochmal. Ob der jetzt ein menschlicher oder technischer Fehler ist, das sei ja mal dahingestellt. Aber Real Talk, Junge.
Ich finde das mega geil bis jetzt. To stop us, now we take the power back. Take the power back. Take the power back. Ja. Entweder ist hier das nicht hochgeflogen, aber ich glaube eher, dass das Ding zu früh hochgegangen ist. Krass. The power of the wolf pack. Junge, Alter. They thought they could stop us, now we take the power back. Power of the wolf pack. Das sah aber auch schon krass episch jetzt gerade aus, ne? So, dass diese ganze Bühne im Hintergrund voll mit Feuerwerks-Shit ist auch verrückt. Also, ich bin eigentlich so dieses, okay, ne, muss das gewisse Maß haben. Es sieht natürlich geil aus, wenn das überall hochknallt und whatsoever. Aber eigentlich denke ich mir meistens so, okay, vielleicht ist es ein bisschen weniger, ist okay. Aber das sah schon sehr, sehr geil aus, gerade mit diesem Anblick. Das hier. Das sieht so irgendwie majestätisch schon fast aus, krass. They thought they could stop us, now we take the power back. Power of the wolf pack. I keep looking for something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. Her diary sits by the bedside table. Schöne Kameraeinstellung. The cat's in the cradle, and who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should have walked away. I should have walked away. Geiler Song. Die Version hat mir nicht. Also, ist schon auch sehr cool. Aber mir hat da ein bisschen mehr Power am Ende gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Oh, Alter. Muss mir mal irgendwas zu trinken holen. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen unprofessionale, aber. Da bin ich ganz ehrlich, das ist mir so egal. Da bin ich lieber unprofessionell, aber so ein bisschen real, dass nicht immer alles so perfekt gecuttet ist und so. Deswegen mache ich ja auch meine One-Taps, wie auch immer man das nennt. Ja, One-Takes so. Dass ich einfach alles hochlade. Ohne irgendwelche Cuts drin. Natürlich, wenn die von YouTube sind, kann ich da nichts für. Aber ich finde das so halt realer. Du siehst halt wirklich die ganzen Emotionen, wenn man sich verhaspelt, okay. So, du siehst mehr dieses Menschliche, anstatt immer dieses Perfekte, dies, Perfekte, das. Natürlich, wenn ich so ein Video gucke, müssen wir nicht drüber reden, dann muss das geil, wenn das geil gecuttet ist und perfekt gecuttet ist natürlich um Weiten geiler, als wenn da irgendwelche komischen Cuts drin sind. Aber ich finde bei irgendwelchen Reactions, Reviews oder whatsoever, da ist es auch mal cool oder auch gut, einfach mal durchlaufen zu lassen.
wahnsinnig. Das ist für mich mit das geilste Feuerwerk. Ich finde das irgendwie am geilsten, ne? Es ist so was ganz anderes. Ich finde das so cool. Somewhere in the sky right now, Ich wollte doch gerade sagen, irgendeiner lief doch da auf der Bühne gerade rum. there's an hostile angel looking down on us. His name is Ryan, DJ Deletes. Ryan, if you're out there, we're gonna miss you, my friend. Boah, This one is for you. boah, Mann. Das ist doch immer das Schlimmste, wenn Menschen halt gehen, ne? Finde ich so, wenn. Ich hasse das einfach. Dass das in einem Leben halt immer wieder vorkommt und so. Boah, das hittet immer anders, finde ich. We're gonna miss you, my friend. Egal, ob es irgendwie Familie, Freund oder Musiker oder so, der dich irgendwo prägt mit seiner Musik. Ich finde das immer so wahnsinnig zu hören. Das drückt dann schon in der Brust, muss ich ehrlich sagen. This one is for you. I walk alone, I walk alone. I walk alone. Geiler Shot. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Till then I walk alone. Was ein Song dafür. Real Talk, ey. Was für ein Song dafür auch noch. Aber bin ich der Einzige, der jetzt so ein ganz anderes Feeling hat? Also, sind wir mal ganz ehrlich, wäre das nicht passiert, ne? Also, wäre der Mann noch da, hätte dieser ganze Song, dieses ganze Ding jetzt 'n ganz anderen Vibe. Aber ich finde, das hört sich einfach so, weiß ich nicht, das hört sich irgendwie so emotional an und sieht auch so hat noch mal so 'n also wirklich so 'n traurigeren Vibe mit dem roten Feuerwerk irgendwie. Richtig verrückt. Natürlich, wenn du dann auch noch Menschen siehst, die das auch noch so, ne, dann selber auch emotional werden, dreht's dich dann komplett. Aber wow. Ich muss halt ehrlich sagen, ich liebe auch so, dass Musik und grade Festivals auch so diesen Schritt gehen und nicht sagen: „Okay, wir machen einfach nur irgendwie 'n scheiß Post oder so“, sondern wirklich in ihre Show das dann so binden, dass diese ganzen Musiker und whatsoever halt wirklich noch mal geehrt werden. Das finde ich so geil, ne? So, dass sie noch mal da so 'n bisschen ja, dass sie einfach nicht vergessen werden. Ich meine, ihre Musik wird nie vergessen bleiben für so viele Menschen da draußen. Und da ist es scheißegal, ob's jetzt Tausende sind oder Millionen sind. So, die Musik wird ja immer weiterleben und das finde ich halt so krass. Aber auch dann wiederum sehr, sehr geil, wenn die dann halt wirklich so 'n ne, auch wenn's nur irgendwie so 'n kleiner 3 Minuten Spot ist oder so. Ich liebe so was.
es zeigt immer noch dieses geile Menschliche halt. Dass wir halt nicht alle nur Cyborgs sind und alles ist schön und dies und das. Deswegen, also ich muss ehrlich sagen, dieser Endshow gefällt mir richtig gut. Halt, ne, weil du, also das ist fucking real, auch wenn am Anfang so dieses Spielding ist. Wow. Come up to meet you, So. tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. So ein schöner Song, ne? Also Real Talk, der catcht mich halt immer, ne? Auch hier wieder mega geil, ne? Du hörst dieses Piano spielen und du bei jedem Tastendruck hast du wie dieses Licht halt so kurz heller oder wieder neu erleuchtet. Finde ich mega geil gemacht. Und nochmal eben eine andere Sache, die mir jetzt gerade in den Kopf geschossen kommt, vielleicht ein bisschen off the charts, aber das ist mir relativ egal. Was ich nämlich irgendwo gesehen habe, dass Menschen sich darüber aufregen, dass wenn irgendwas Trauriges passiert, ne, auf einmal auf einer Beerdigung oder sowas, dass man da irgendwie lacht oder lächelt. Da denke ich mir so: „Bro, fahr mal 'n Gang runter." Das ist genauso, natürlich ist das noch mal 'ne Schippe trauriger, aber, ne, auch wenn du da stehst, wenn du da am Lachen bist, am Tanzen bist oder so, das ist doch, das ist, weil du an diese schönen Dinge auch denkst. Du musst doch auch irgendwo weitergehen. Natürlich ist es traurig, natürlich musst du, also sollst du weinen. Aber du kannst doch nicht erwarten, dass Menschen da rumlaufen, ganz egal jetzt wo und, ne, also wenn dieser Zeitpunkt ist oder du an Zeitpunkt deines Lebens bist, wo sowas passiert, kannst du doch nicht erwarten, dass wenn du nach links und rechts guckst, alle extrem traurig sind oder dass die Person gegenüber von dir, also, das checke ich einfach nicht. So, ne, dieses: „Ey, du musst traurig sein, du darfst jetzt grad nicht lachen, du darfst was auch immer nicht." Natürlich darfst du lachen. Natürlich darfst du auch 'n Lächeln zeigen. So, es heißt ja nicht, dass du nicht traurig bist in dem Moment, sondern vielleicht grade in dem Moment an irgendwas Schönes, an irgendwie 'ne geile Erinnerung mit dieser Person halt denkst. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schade, dass man da halt so dieses krasse: „Ah, okay, du musst jetzt dieses Traurige fahren." Aber sonst immer gesagt wird: „Ja, okay, du darfst nicht weinen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht." Bro, dann, ne, komm mal 'n bisschen klar. So meiner Meinung nach. Weil natürlich ist es für eine Person selbst scheiße, wenn du traurig bist und jemand anderes lächeln siehst, ne, über diese gleiche Person. Aber man muss, sich auch da mal rein hineinversetzen oder vielleicht mal mit dieser Person reden und man wird checken: Okay, die Person hat jetzt grad im Kopf vielleicht irgendwie 'ne richtig geile Erinnerung gehabt, was ihn so richtig freut und dann einfach so 'n Lächeln in einen hervorzaubert. Ob danach dann Tränen fließen oder dann diese Traurigkeit wiederkommt, was dann natürlich zu 100% sein wird, dann ist es doch okay. Es ist doch vollkommen okay. Ich checke das halt nicht. So, da sollte man vielleicht mal 'n Gang, meiner Meinung nach, vielleicht mal 'n Gang runterfahren. Deswegen. Auch weil manche, das habe ich nämlich auch schon mal gehört, manche regen sich nämlich auf, dass so was halt passiert auf 'nem Festival. Ne, Festival soll schön, happy und dies und das sein. Und da hat so was nix zu suchen. Traurige, emotionale Sachen. Bro, what? Feier doch mit den ganzen Menschen um dich herum, diesen Menschen, der da war, deine Musik und, und.
nur weil diese Person jetzt nicht da ist, heißt es doch nicht, du darfst diese ganzen Sachen nicht feiern und darfst auch weinen und. Wenn du ein Set hast, links neben dir steht einer und weint, was willst du da sagen? Du darfst nicht weinen, wir sind hier in einer Umgebung, wo nicht geweint werden darf. Laber mich nicht voll. Hä? Mann, natürlich. Das weiß jeder, der da hingeht und whatsoever. Hey, alles ist geil und dies und das und jenes, ne? So dieses Wunderschöne auf einem Festival. Aber viele Leute können da auch endlich mal ihre Hüllen fallen lassen, kriegen da nochmal auf einmal einen anderen emotionalen Push und so, was auch verdammt gut ist. So, dann weinen die halt mal und vielleicht brechen die da zusammen. Aber im nächsten Moment stehen die wieder neben dir und feiern mit dir. Vielleicht da auch mal nicht irgendwie den blöden Blick rüberwerfen, sondern vielleicht kurz abwarten und dann diese Person in den Arm nehmen und, ne, feiert zusammen. So, das ist so für mich so dieses ganz komische Drumherumgelaber, was halt in der heutigen Zeit so ist. So, wo man halt immer noch so diesen alten Shit halt merkt. Du darfst nicht weinen, du darfst nicht dies. Junge, laber mich nicht voll. So, lass die Scheiße raus. Jeder weiß, wenn es dir scheiße geht und so, du musst die Scheiße rauslassen, ob es irgendwelche Gespräche sind, ob es irgendwie Weinen zu Musik ist. Das hilft mir zum Beispiel immer. Lass die Scheiße raus und danach geht's dir besser. Punkt. Und danach kannst du doch feiern und was auch immer. Gut doch nicht. Nobody said it was easy. Aber vielleicht bin ich da auch falsch gestrickt. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Boah, das ist aber so schön, ne? Ich habe noch nie gesehen, dass diese Laser, diese Laser so ein richtig geiles, sowas richtig geil verschönern wohl. Also die sehen immer geil aus, ne? Aber dass die Sachen so krass emotional verschönern. Also es sieht ja so fucking wunderschön aus. Krass. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Junge, ist das verrückt, ey. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Junge. Also man muss wirklich sagen, ne, also das ist eine verdammt kranke Show, Mann.
Ey, ich muss ehrlich sagen, das fehlt mir halt so oft bei irgendwelchen Videos, ne? Ich habe das ja schon mal gesagt und ich werde es auch immer wieder sagen und ich weiß, dass ich diesen Satz auch immer wieder sagen werde. Aber es ist halt wirklich so schade, dass wir nicht so oft diese Emotionen von den ganzen Menschen sehen. Gerade bei dir sowas, ne? So dieses traurige gleichzeitig oder, ne, dann dieses extreme Feiern. So, weil ich finde, das war halt so dieser Punkt jetzt gerade, was mich hier so richtig gecatcht hat. Du hast dieses krasse emotionale, bist voll down. Ich denke, man hat es bei mir auch selber so ein bisschen gemerkt. Und dann dreht's auf einmal komplett, zack, der Hardstyle ballert voll rein und du bist so, komisch, vielleicht weiß ich jetzt gerade nicht, was so, ne, wie ich mich fühlen soll. Aber irgendwie in dem Moment hatte auf jeden Fall so dieses, ey, scheißegal, wir feiern jetzt diesen Menschen. Und dann hat das alles wieder viel mehr geballert nochmal. Das ist so richtig krass. Also ich fand so krass diesen Übergang von traurig auf wir feiern diese Musik, diesen Menschen, whatsoever. Wahnsinnig. Und da finde ich halt so ein bisschen schade, dass man dann nicht so ein bisschen mehr von den Menschen sieht. Natürlich, du hast eine krasse Bühnenperformance da, die auch gefilmt werden muss. Aber da bin ich halt zu sehr so dieser Liebhaber, der dann sieht, wie die Menschen darauf reagieren. As this Saturday is coming to a close, we sincerely thank you for playing our game. To a close? Sagt man das so? Also klar, ich hatte, also da ist jetzt so gerade in meinem Gehirn musste erstmal Wirrwarr entschlüsselt werden. Heißt das nicht comes to an end? Comes to a close. Sich so komisch und falsch an. Aber gut, mein Englisch ist auch einfach zu scheiße dafür. You turned this day into a treasure chest of unforgettable moments. And we are overwhelmed by your level of love and dedication. This was Intense Festival! Hab ich mich erschrocken, ey. Also ich muss ehrlich sagen, eine sehr, sehr geile Endshow. Was da passiert ist, crazy. Gerade diese Lichtershow hat mich vollkommen abgeholt. Also, wow. Aber gut, ne, ich meine, die haben da auch wirklich perfekten Spot. Alles ist fucking krass dunkel. Du denkst, wenn du das hier siehst, denkst du, die sind in der Halle. Finde ich. So, also wirklich sehr, sehr geile, also was die mit den Lichtern da fabriziert haben und wie viele Lichter da auf waren, hammergeil. Feuerwerk natürlich auch crazy. Songauswahl fand ich sehr, sehr geil. Gerade dieses Emotionale, was sich auf einmal so richtig außen nichts gerissen hat. Ich meine, ich kannte den DJ noch nicht mal und war berührt. Dann, ne, gleichzeitig dieser Switch zum Feiern, was ja auch sehr schwierig ist hinzubekommen, weil, ich meine, ich habe es bei mir selber gemerkt, ne, dieses Emotionale zeigt, du singst da richtig rein, gerade durch diese Musik, dann im Hintergedanken dieser Mann, der da gestorben ist. Und dann diesen Switch hinzubekommen, ist verrückt. Haben die aber wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, muss man sagen. Und dann dieses krasse Ende. Also wirklich sehr geiles Ende. Komischer Satz da am Ende mit This was intense. Finde ich ein bisschen komisch, so an einem Samstag zu sagen, aber gut, das ist halt so dieses Endshow-Ding. Weiß gar nicht, ob das bei den anderen Festivals auch so war. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber sonst sehr, sehr geil. Also Real Talk, sehr, sehr geiles, sehr, sehr geile Endshow. Auch wenn ich am Anfang so dachte, okay, wo geht's jetzt wieder hin? Weil das Bühnenbild ist ja wirklich komisch, muss man ja sagen. Aber was die daraus gezaubert haben, wahnsinnig. Real Talk, wahnsinnig. Deswegen fand ich sehr, sehr geil. Danke da auch schon nochmal an den Vorschlag. Hab den nicht vergessen. Ja, wir schauen uns natürlich mehr Sachen von Intense an, aber auch von den ganzen anderen Festivals. Müsst ihr mir vielleicht auch manchmal öfters reinschreiben, weil
Ey, ihr gebt mir so viele geile Vorschläge und ich komme gefühlt gar nicht hinterher. Ich meine, ihr merkt es ja selber. Ey, Reactor auf das, Reactor auf dies, Reactor auf das. Und ich bin so, ja, ich will, aber ich habe so wenig Zeit und ich komme nicht hinterher. Aber das bekommen wir alles hin. Ja, da auch dann nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Vielleicht zu einem Vorschlag von euch. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. 46 Minuten. Ich würde sagen, hier machen wir mal wieder einen Hashtag finished. Wenn ihr das Video ganz geguckt habt. Das würde mich nämlich sehr freuen. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und ciao, ciao.